Servus zusammen, heute haben wir einen Patient, den BMW E90 mit einem originalen Autoradio, das überhaupt nichts kann, außer CD abspielen und UKW-Radio. Das war's aber dann auch. Und wir wollen ein neues Multimedia-Gerät da einbauen, wo das Autoradio so ausschaut, wie wenn da überhaupt gar nichts mehr geht. Ist das wirklich so? Herzlich willkommen bei AS24, eurem Kanal für Sound im Auto. Ein Original BMW Radio, wie es halt ausschaut, so ein BMW Radio. Kann nix und schaut nicht besonders gut aus. Und wir bauen jetzt hier den Navi rein. Jetzt machen wir erstmal das Radio raus. Als erstes machen wir mal die Masse von der Batterie weg, damit das Fahrzeug stromlos ist. Am stromlosen Fahrzeug können wir jetzt die Klimaeinheit rausklippen mit unserem Plastikentriegelungswerkzeug. Genau, da haben wir es schon in der Hand. Und jetzt können wir natürlich auch die Stecker alle wegmachen und mal alles rausbauen. Unterhalb vom Radio befinden sich zwei Schrauben. Und jetzt können wir das Radio auch rausziehen und machen die Schrauben hier weg, damit die nicht flöten gehen. Und jetzt haben wir das Radio schon in der Hand. Und jetzt können wir natürlich auch die Steckverbindungen wegmachen für die Antenne. Das Antennenkabel ist nur mit dem Isolierband festgemacht. Das machen wir hier weg und können wir nachher mit dem neuen Isolierband wieder drauf kleben. Damit ihr schon mal seht, was jetzt auf uns zukommt. Das ist jetzt die neue Radioblende, wo wir das Doppel-DIN Navi Multimedia Gerät einbauen können. Und das kommt natürlich jetzt dann hier irgendwie dran. Wie wir das jetzt dann montieren, wie das genau funktioniert, werden wir gleich sehen, wie wir das hinkriegen. Unser neues Multimedia-Gerät mit Navi und allem drum und dran braucht natürlich jetzt auch zusätzlich, was das Fahrzeug noch nicht hat, eine GPS-Antenne, eine DAB-Antenne und ein Mikrofon. Und das werden wir jetzt erstmal noch vorverlegen, damit wir uns dann zum Schluss nur noch aufs Autoradio und den Einbau konzentrieren können. Deswegen machen wir jetzt schon mal das Handschuhfach weg und die A-Säulenverkleidung und machen diese Peripherie, Antennen und Mikrofone gleich mal rein. Okay, das waren jetzt unten 2 Schrauben und oben 4 Schrauben. Und schon können wir das ganze Handschuhfach hier rausnehmen und auf die Seite legen. Unter dem Airbag-Schild verbirgt sich eine Schraube. Alles 20er Torx. Und jetzt können wir hier reinlangen und die A-Säulenverkleidung wegnehmen. Da ist noch ein Clip, genau. Und jetzt nach oben rausziehen. So. Das externe Mikrofon bauen wir jetzt da oben hin, liegt natürlich in fast jedem Autoradio serienmäßig im Lieferumfang mit dabei. Das können wir hier mit positionieren. Das ist das super. Das machen wir noch ein bisschen fester mit dem Kleber oben drin, aber wir können das Kabel jetzt hier unten durchlegen. So. Wenn wir jetzt schon rechts oben an der Windschutzscheibe sind, hier kommt dann auch die Scheibenklebeantenne hin. Die montieren wir jetzt und reinigen natürlich vorher nochmal die Scheibe, damit sie schön fettfrei ist. Okay. All die Artikel, die wir hier verwenden, die findet ihr natürlich im Videobeschreibungstext direkt drunter mit einem Link in unseren Online-Shop rein. Die Kabel müssen wir natürlich schauen, dass die nicht hier über den Airbag drüber laufen. Das ist hier der Airbag-Sack, also nicht das Sprengelement, sondern nur das, was sich nachher aufbläst. Hier machen wir die Kabel auf jeden Fall an den Originalkabeln fest. Durch das, dass wir das Handschuhfach schon wegmontiert haben, kommen wir jetzt super cool hier durch, um das Kabel durchzuziehen. Da sind wir schon. Unsere neue Kenwood Navi hat ja GPS, also Navigation. Deswegen brauchen wir diese GPS-Antenne, die liegt im Lieferumfang von dem Gerät dabei. Das können wir jetzt hinterm Handschuhfach unten drin ist so eine große Metallstrebe, da kommen wir super hin. Und da können wir die Antenne oben drauf kleben. Die hält auch wunderbar da drauf. Es darf nur noch drüber kein Metall mehr kommen, das ist alles.
Ansonsten können wir das Ding direkt da unten reinpacken. Wenn wir schon mal dabei sind, ein kurzer Tech-Tipp an dieser Stelle. Wenn ihr so lange Kabel habt, die können wir jetzt schlecht einfach mal abschneiden und kürzen, dann denkt ja jeder, ja, dann wickle ich die so zusammen, mach sie kürzer und mach sie hier so zusammen, so dass das alles dann verstaut ist. Ihr macht damit schon den ersten Fehler. Indem ihr das so zusammenwickelt, macht ihr eine Spule und somit wieder eine Art Antenne. Und die Antenne empfängt Störungen vom Fahrzeug. Lasst das, macht es so auseinander und legt quasi eine 8, also so das Kabel zusammen aneinander und wickelt es nicht auf. Dann ist es in Ordnung. Und Tech-Tipp Nummer 2, auf gar keinen Fall dieses Kabel eng quetschen, also so zusammen als... Ja, also ich mag es jetzt nicht machen, weil sonst mache ich es ja kaputt. Wenn der Radius zu klein wird, geht das Kabel kaputt. Aufpassen, hier immer schön Gemach diese Kabel zusammen machen. Mit unserem Tech-Tipp können wir ja jetzt die Kabel hier bis zu unserem Radioschacht verlegen. Hier hinten ist genügend Platz, um den Überschuss an Kabel reinzubringen, um die dort jetzt anzubringen. Leute, voll das Drama. Aktuell schaut es überhaupt nicht so aus, wie wenn wir das irgendwie alles unterbekommen. Die Klimaeinheit, die muss ja jetzt hier runter. Und dafür gibt es noch dieses Kunststoffteil und dazu müssen wir jetzt irgendwie das alles noch zerlegen und Teile auseinanderbauen. Aber ich glaube, so schlimm ist es vielleicht gar nicht. Das ist alles nur geklippt. Oh, so, hier schon weg. Das ist geklippt. Können wir das alles wegnehmen. Und da haben wir schon unsere Mittelkonsolenverkleidung in der Hand. Damit alles easy zusammenpasst, müssen wir jetzt diese paar Schalter hier in diese Platte mit einbauen und das Ganze dann hier ran montieren und ummontieren. Alles halb so wild, Leute. So, mal schön in der Hand. Klick, klick. Das Flachbandkabel muss noch austauscht werden mit dem beiliegenden neuen, längeren Flachbandkabel. So, den abstecken und den genauso wieder anstecken. Jetzt gehört nämlich das hier rein. Und jetzt das so rum ran. Jetzt, klick, klick, klick. Alles zum Klicken. Fertig. Damit wir unser Schaltermodul ordentlich unterbringen, wird das miteinander jetzt ausgetauscht. Wer sich jetzt übrigens fragt, hier, wir haben jetzt schon das Radio rausgebaut und andere Schrauben gelöst. Das sind Torx-Schrauben, sowas gibt es natürlich bei uns auch im Webshop zu kaufen. So sieht also jetzt unsere neue Mittelkonsole aus, die umgebaute. Damit wir jetzt hier tatsächlich einen Doppeldien reinkriegen, das geht ja hier gar nicht, weil alles zu ist, machen wir jetzt diese Kunststoffverblendung mal raus. 4 Schrauben gelöst. Jetzt haben wir das hier, ist schon alles locker, ja? Aber wir müssen die 2 Schrauben auch noch lösen. Das ist die Stütze hier drin. Und jetzt schaut das schon besser aus. Jetzt können wir alles rausnehmen. Dieses Teil mal raus. So, das ist jetzt unsere Radioblende. Die müssen wir jetzt hier installieren. Und da sieht man schon hier, da kommt ja jetzt noch die Klimaanlageneinheit rein. Die müssen wir jetzt noch ummontieren von der alten Blende auf die neue. Und wir müssen die Blechwinkel hier an der Seite, die müssen noch montiert werden. Ja, mal schauen, irgendwie sowas in der Art hier. Halt andersrum, so rum. So gehört das nachher hin. Aber das müssen wir am Autoradio festmachen. Auch das können wir jetzt mal an der Werkbank noch vorbereiten. Die Klimaanlageneinheit, die muss jetzt vom alten Kunststoffteil entfernt werden. So. Jetzt haben wir ihn. Tada! Das ganze gute Stück muss natürlich jetzt irgendwie hier ran. Das schaut gar nicht mal so schlecht aus. So, wie wird das befestigt? Mit unseren Halteklammern nachher. Zum Schluss muss das ja so ähnlich aussehen, dass das hier drin ist. Sehe ich schon, hier ist ein ziemlich großer Luftspalt. Aber da liegt ja noch so ein Reduzieradapter mit dabei. Den kann man auch noch mit anbringen. Jetzt schaut das schon viel besser aus wie gerade eben. Wenn hinter dem Radio kein Licht mehr ist, so wie jetzt, hier haben wir natürlich Licht, da sieht man nichts mehr. Das wird ziemlich gut ausschauen. Die Blende, die muss jetzt hier ran auf Position gebracht werden.
So, und die muss ja hier hinten einrasten. Also müssen wir diese Blende entsprechend ausrichten. So in etwa, das sind die 2 Schrauben, die müssen wir reinmachen. So, und schauen uns das Ergebnis mal an. Das heißt, aber das Radio muss rein theoretisch noch ein bisschen weiter rein, damit es bündiger wird. Die andere Seite muss natürlich jetzt genauso montiert werden, sonst hängt das Ding ja rechts und links verkehrt rum dran. Schauen wir mal, wie das Ganze ausschaut, wenn man das zusammenpackt. Hier kommt ja die Klimaregeleinheit rein, genau. Und da kommt jetzt die komplette Blende drüber. Und so wie wir es jetzt eingestellt haben, müsste das jetzt so quasi passen. Hier an der Seite in die Führung rein, genau. So, Klima, klick, klick, klick. So schaut es nachher aus, die ganze Einheit. Unser Kenwood DNX 7017 DABS, unser Multimedia-Gerät, hat 2 USB-Schnittstellen. Eine davon, und zwar die schwarze hier nehmen wir, die ist für den iPod-Anschluss für Apple CarPlay. Und den tun wir hier in die Mittelkonsole mit reinmachen. Und den normalen USB-Anschluss für alle anderen Speichermedien, den machen wir ins Handschuhfach mit rein, damit wir das alles ein bisschen aufsplitten von den Gegebenheiten her. Hier in der Mittelkonsole können wir direkt dieses Plastikteil entfernen und jetzt können wir da dran recht easy das Kabel bis an die Seite hier runterlegen. So, da ist es schon. Also ohne viel Aufwand. Jetzt können wir das Kabel entlang dieser Mittelkonsolenverkleidung legen und bis hier hinten rein, wo wir das Kabel bis zum Radioschacht hochbeamen können. Tara! Hier haben wir unseren USB-Anschluss. Los geht's. Den USB fürs Handschuhfach können wir hier mit durchlegen. Schaut mal. Klick. So, dann lassen wir ein bisschen Luft zum Anschließen und fahren mit den originalen Kabeln und natürlich jetzt auch mit unseren ganzen Antennenkabeln und Mikrofonkabel in den Radioschacht. Alles darüber. So, hier sind wir. Und jetzt können wir alles wieder zusammenbauen, was Handschuhfach und A-Säulenverkleidung betrifft. Halt, das Handschuhfach doch noch nicht. Wir haben nämlich gerade noch gesehen, wir kommen ja jetzt noch zu dem Thema CAN-Bus-Adapter hier im Radioanschlussschacht, wo wir das neue Autoradio mit einem Adapter, der dann auch einen CAN-Bus mit integriert hat, adaptiert. Das kommt hier rein und der braucht nämlich noch dieses Dauerplus und das kann man hier ganz entspannt auch noch mit durchziehen. Das wird nämlich angeschlossen hier hinten drin im Sicherungskasten und welchen Pin wir dafür benutzen, den zeigen wir euch jetzt als Screenshot. Jetzt möchte ich noch mal was in persönlicher Sache sagen, weil ihr schreibt uns ja immer wieder richtig coole Kommentare und habt viele Fragen und hakt nach. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz einen Kommentar erwähnen vom Davidus, den blenden wir hier ein. Kann der Startbildschirm dieses Autoradios geändert werden, indem das Logo des Autos platziert wird? Das hat sich auf ein anderes Video bezogen, logischerweise, aber wir haben ein Doppel-DIN-Radio vorgestellt mit Bildschirm. Und natürlich, Davidus, du hast vollkommen recht, sowas haben wir schon immer mal vergessen, quasi auch zu zeigen, wie das funktioniert, dass man so ein Logo eventuell mit einbinden kann, damit es cooler ausschaut, dass wenn man in einem BMW sitzt, Zündung anmacht und im Bildschirm natürlich auch das BMW-Logo erscheint, obwohl ich gerade ein Kenwood einbaut habe zum Beispiel. Also danke dafür auf jeden Fall, Davidus. Du kriegst von uns jetzt einfach mal pauschal einen 50 € Einkaufsgutschein für unseren Shop. Und wir zeigen euch dann, wenn das Autoradio mal fertig eingebaut ist, wie das funktioniert und ob es funktioniert. Also bis gleich. Kommt also jetzt unser CAN-Bus-Adapter. Das schaut jetzt vogelwild aus, ist aber gar nicht so vogelwild, weil das ist alles nur zum Zusammenstecken. Ja? Jetzt fangen wir einfach mal an. Wir haben unseren Stromanschluss hier vom Fahrzeug, der passt hier rein, den stecken wir hier so zusammen, so. Da hängt unser CAN-Bus-Adapter, das ist praktisch die CPU quasi. Ja? Und hier haben wir unseren Anschluss für unsere Lenkradverbindung. Die wollen wir natürlich, dass die danach genauso wieder funktioniert.
Und jetzt sind wir, jetzt muss ich gerade selber überlegen, eigentlich an dem Punkt, alles am Gerät anzustecken und samt unsere Antennenadapter, USB, wo wir neu verlegt haben, und hier dran zu bringen und dann das ganze Gerät zu installieren. Aber mir fällt gerade noch ein, einen Adapter haben wir noch, den habe ich euch noch verheimlicht, den brauchen wir nämlich jetzt erst. Einen Antennenadapter, den wir jetzt brauchen, um ans Kenwood-Gerät anzuschließen. Das braucht auch fast jedes andere Multimedia-Gerät. So, aber jetzt haben wir alles. Wir blenden euch hier oben links noch schnell ein, das Video, wie man diesen Lenkradfernbedienungsadapter justieren muss. Ja, für jeden, den das dann genauer interessiert, der kann da mal reingucken. Ansonsten machen wir jetzt das Radio rein. Aber da fällt mir gerade auch noch ein, sag mal Leute, wen schreckt denn das von euch ab? Jetzt haben wir hier schon viele Kabel. Es schaut, wie gesagt, schon ein bisschen vogelwild aus im ersten Moment. Aber wenn man doch dann genauer hinschaut, ist es wieder relativ überschaubar und man muss es nur zusammenstecken. Haut doch mal unten in die Kommentare rein, wie das bei euch so ausschaut. Was traut ihr euch zu und wo ihr sagt, ihr lasst die Finger lieber weg. Oder ich brauche AS24 als Partner. Ja, haut es mal unten in die Kommentare rein. UKW FM Antennenanschluss. DAB-Antenne, GPS-Antenne, so rum. Dann haben wir das Mikrofon, eine Lenkradfernbedienungsadaption, erster USB, zweiter USB und zu guter Letzt der Hauptstrom- und Lautsprecheranschluss fürs Gerät. So, und jetzt können wir die Schrauben wieder reinmachen. Mittelkonsole jetzt auch rein, Kabel herlegen und alles wieder anklippen. So. Ah ja, die Schrittkulisse, die muss hier weg. So, alles richtig schön rein in die richtigen Ritzen. Genau. So, das war's. Gut. Unten. Klimaeinheit jetzt mal wieder anschließen. Alle Steckerchen wieder hin, wie sie vorher waren. Hier haben wir unser Flachbandkabel von den Knöpfen hier unten. Das haben wir jetzt flach hier durchzogen. Und jetzt können wir das hier reinstecken. So, ein bisschen nach unten knicken, biegen. Jetzt die Zauberblende hier drüber. Das schaut auch geil aus, oder? Das schaut so geil aus. Ich finde es geil. Findet ihr das auch geil? Schmeißt das unten in die Kommentare rein. Oder würdet ihr sowas nicht machen? Aber ich glaube, es ist schon geil, oder? Wir machen jetzt die Batterie wieder dran, also den Minuspol, damit wir das Gerät jetzt mal in Betrieb nehmen können. Gut. Zündung. Und das ist jetzt der Kenwood-Bildschirm, wo wir mal ganz kurz ein paar Einstellungen machen, wie Language. Das machen wir natürlich Deutsch. Deutsch, Close, zurück. Und was brauchen wir dann noch? Demonstration ist schon off. Dann können wir eigentlich Ende und zustimmen. Und jetzt sind wir im Bildschirm. So, und jetzt haben wir hier zum Beispiel auch die Navigation. Tata. Schon alles da. Alles da. Mega, mega. Energy. DAB Plus ist halt einfach mal die Macht. Bam! Einmal mit dem Handy über den USB in der Mittelkonsole verbunden, darf sich jeder, der jetzt ein Apple-Gerät hat, also ein iPhone, sich auf Apple CarPlay freuen. Und für alle, die ein Android-Handy haben, die haben natürlich ab jetzt Android Auto. Also das Pendant dazu zu Apple. So, voll geil. Und jeder, der das Gerät jetzt drin hat, der darf sich natürlich auf alle anderen Funktionen freuen, wie Bluetooth. Wir haben DAB mit dabei, HDMI, Navigation mit integriert. Also das ist doch jetzt echt Bombe. Lieber Davidus, vielen Dank für deinen Kommentar und ich wünsche dir jetzt schon viel Spaß beim Einkaufen mit deinem Gutschein, den wir dir jetzt geben. Jetzt kommt die Auflösung. Wir haben jetzt hier auf unserem USB-Stick ein Icon drauf. Das haben wir jetzt mal hier so drauf gemacht und gehen in die Einstellungen rein. In die Display-Einstellung rein für den Hintergrund und hier schauen wir, dass wir jetzt für den Benutzer 1, da haben wir jetzt unseren Zugriff auf unseren Stick, da haben wir jetzt dieses BMW-Logo ausgewählt und das ziehen wir hier rein
machen Eingabe und wählen das jetzt aus. Und gehen zurück und jetzt haben wir unser BMW-Logo im Hintergrund drin. Jeder wie er will, manchmal passt es vielleicht auch nicht. Also ist nicht mein Geschmack, ja, aber man kann das machen, man kann Hintergrundbilder reinladen und natürlich auch das Logo. Davidus, du hast jetzt 2 Wochen Zeit, dich bei uns zu melden, dann kriegst du den Gutschein. Schreibe uns einfach an info@ars24.com, dass du das gesehen hast und dass du den Gutschein haben willst. Den Rest kriegen wir dann schon gebacken. Für alle anderen Zuschauer habe ich hoffentlich jetzt gezeigt, was heutzutage so alles möglich ist und was sich unsere Industrie einfallen lässt, dass wir euch das noch anbieten können in so ein Fahrzeug, wo man wirklich nicht denkt, dass so ein Radio hier reinpasst, auch das noch gemacht werden kann. Alle Artikel, die wir euch im Video gezeigt haben, findet ihr unten im Videobeschreibungstext. Bis zum nächsten Mal, euer Olli, wenn es wieder heißt, bring den Sound ins Auto.